Ich habe mir überlegt, ich mache dieses Video, weil viele Fragen gestellt haben, was ist das für ein Schiff, sich dafür interessieren. Gerade wenn man vorhat, große Reisen zu machen, Blauwasserreisen zu machen. Das ist eine Contest, 44 Fuß, 13,3 Meter lang, 13,5 Meter über alles, 4,10 Meter breit, 1,95 Meter Tiefgang. Man sieht, hier gibt es einiges an Schwell im Hafen, deswegen hört man auch im Hintergrund diese Geräusche. Es tut mir leid, kann ich jetzt nicht ändern. Von diesem Schiff wurden insgesamt 18 Stück gebaut. Die größere Version davon ist die Contest 48 CS. CS steht für Cabin Sailor, also dieses praktisch die Kabine mit den großen Fenstern, wo man von innen wunderbar rausgucken kann. Die 48 CS ist ebenso gebaut, sieht ganz ähnlich aus, hat nur eine Kabine mehr innen. Aber auf den Innenraum komme ich später zu sprechen. Ich fange mal an mit dem Anker. Das ist ein Ultramarin-Anker. Der hat 35 Kilo, dieser hier. Das Schiff selbst hat leer 13,5 Tonnen. Also ich vermute mal, dass es, wenn es beladen ist, dann werden wir wahrscheinlich auf 15, 16 Tonnen kommen. Und dieser Anker ist wirklich der beste, den ich jemals hatte. Ich bekomme übrigens von niemandem irgendwie Geld. Werde nicht gesponsert, gar nichts. Wenn ich Equipment vorstelle hier, dann ist das meine Erfahrung und nichts weiter. Es ist keine Werbung für irgendwas, sondern ich sage einfach, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe. Dazu habe ich eine 10 mm Kette. Das Dingi ist ein AB-Dingi. Es gibt auch andere Dingis, die sehr gut sind, aus Hyperlon. Und dieses Dingi ist 2,78 Meter, glaube ich, lang. Das passt genau rein zwischen den Mast und das innere Vorstag. Und auch die Windhutzen, die wir hier haben, begrenzen auch die Breite. Also ein breiteres Schlauchboot ist auch immer besser. Das hat jetzt einen 10 PS Außenborder oder 9,9 PS Außenborder. Das ist gut, man kommt gut ins Gleit noch zu zweit. Hinten am Dingi sind sogenannte Transom Wheels, also Räder, die kann man ganz leicht hoch und runter klappen. Ich werde das mal kurz demonstrieren. Also diese Räder, ist nicht so leicht, die Kamera zu halten und gleichzeitig zu filmen. Die gehen also ganz leicht hoch zu klappen und entsprechend auch mit einem Handgriff wieder runter zu klappen. Dazu muss man das hier lösen und dann kann man sie wieder runterklappen und sie sind weg. Deck hier sind jetzt Davids drauf, Simpson Davids. Die haben einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass beim Runterlassen das Beiboot vom Heck weggeht. Das Schlauchboot hängt ja hier an diesem Gewicht dran. Und ich habe es jetzt mal nicht dran, weil das Schlauchboot ist bei langen Passagen vorne auf Deck. Ich werde das aber mal so demonstrieren. Das heißt, wenn ich das hier runterlasse, das Schlauchboot hängt dann da dran, dann wird man sehen, dass dieses Gewicht und die Aufhängung von dem Schlauchboot praktisch hier runtergehen und dann nach außen schwenken. So. Und wenn das Schlauchboot dran hängt, dann geht er natürlich auch weiter nach unten, jetzt auch, und geht dann praktisch, kann man bis runterlassen. Entsprechend hoch geht es hier über die Winch. Das heißt, wenn ich das hochziehe, dann kommt das auch erstmal hoch und wird dann nach innen gezogen. Also, tut mir leid, ist ein bisschen laut wegen der Winch. Zack. Und so kommt das Schlauchboot, was dann außen hängt, wieder nach innen. Das ist also spitze. Das hat mir echt gut gefallen und bin sehr zufrieden damit. Das Vorsegel ist eine rollbare Genua. Die hat 63 Quadratmeter und ist auf einer manuell zu bedienenden Reckmann-Anlage. Dann gibt es innen noch ein zweites Stag, was man auch abmachen kann, lösen kann. Da kommt ein Sturmsegel normalerweise ran oder ein Starkwindsegel mit Starkreitern. Ja, wenn man es nicht braucht, kann man das zur Seite wegbinden. Am Mast befinden sich Winschen, hier diese Anderson-Winschen, 46er Winschen. Das ist auch relativ anstrengend, übrigens das Vorsegel hochzuziehen. Das hat der 63, 64 Quadratmeter sowas. Und wenn das mal oben ist, dann hat man was gemacht. Weiterhin ist am Mast
Hier der Genua-Baum angebracht auf einer Schiene. Das heißt, ich ziehe den runter mit Hilfe von 2 Leinen. Einen zweiten Beschlag für einen zweiten Baum habe ich mir anbringen lassen. Und dieser Beschlag ist für den zweiten Genua-Baum, der hier an der Reling fest ist. Der Mast steht an Deck und ist nach unten durch eine massive Stütze unterstützt. Die geht direkt auf den Kiel. Und hier haben wir was ganz Besonderes. Das ist ein Rollbaum. Oder das ist der Rollmechanismus für den Rollbaum. Hier hinten sieht man den Rollbaum. Da ist das Segel also im Baum, nicht im Mast. Dieser Rollbaum wird bedient hier durch die Leine, die geht hier nach unten, wird nach hinten geleitet. In dem Baum ist hier eine Abdeckung eingebaut. Die wird von vorne gezogen mit 2 Leinen, damit wird sie nach hinten in den Baum reingezogen. Und wenn man das Segel abdeckt, wird sie wieder rausgezogen. Das ist total praktisch. Man hat also jetzt keine Abdeckung vom Großsegel irgendwo rumzuliegen und so weiter. Es gibt Gerüchte, dass das nicht funktioniert. Ich bin damit 20.000 Meilen gesegelt. Ich bin damit Einheit über den Atlantik gesegelt. Natürlich auch auf dem Hinweg über den Atlantik gesegelt. Es hat immer funktioniert. Es hat folgende Vorteile. Erstens ist natürlich das Segel in dem Baum mit seinem Schwerpunkt ganz unten. Und der Baum ist so schwer, den können 2 Leute, wenn das Segel drin ist, gerade so anheben. Ansonsten haben wir, als wir den Mast gelegt haben, den Großbaum inklusive des Segels auch mit dem Kran runtergeholt, bevor der Mast dann runterkam. So schwer ist das. Und da sieht man mal, was für ein Gewicht eigentlich in einem Mast steckt, wenn das Segel im Mast ist. Da ist wahnsinnig viel Topgewicht weiter oben im Mast. Und das muss man natürlich durch Gewicht im Kiel ausgleichen. Man kann nicht nur reffen, wenn man direkt in den Wind geht. Das ist Quatsch. Man kann auch bei Halbwind reffen. Habe ich auch gemacht. Oft, meistens eigentlich. Da wird quasi das Vorsegel so weit ausgerollt, dass Luft von der Lehseite ins Großsegel gedrückt wird, sodass der Großbaum lose ist, das Großsegel flattert und dann kann man das problemlos einrollen. Ganz wichtig ist übrigens auch, dass man stufenlos reffen kann. Das ist eigentlich der Hauptvorteil. Man kann alles von hinten bedienen. Ich habe also auf dem Atlantik quasi deswegen nie das Cockpit verlassen müssen. Ich konnte immer reffen, bei allen Windbedingungen und Wellenbedingungen. Das war überhaupt kein Problem. Und ich muss sagen, das ist wirklich absolute Spitze. Besser gibt es nicht. Ich möchte nie wieder was anderes haben. Also, natürlich ist eins wichtig und das ist mit das Wichtigste. Der Baum muss im bestimmten Winkel zum Mast stehen. Und zwar, ich glaube, 87 Grad. Und um die 87 Grad zu garantieren, bedarf es eines Baumniederholers, der den Baum nach oben pusht. Ansonsten würde der durch sein Gewicht sowieso nach unten gehen. Und der ist so angebaut hier am Großbaum, dass, wenn er maximal ausgefahren ist, und das ist er sowieso fast immer, dann hat der Baum genau den richtigen Winkel in den Mast und dann rollt sich das Segel wunderbar auf. Wenn der Winkel nicht stimmt, kann es beim Aufrollen passieren, dass das Segel zu weit nach vorne läuft langsam oder zu weit nach hinten läuft langsam. Wenn der Winkel stimmt, passt alles. Ansonsten ist natürlich vorgesehen, dass man diesen Baumniederholer auch von hinten bedienen kann über die Leine. Die Leine wird dann hier durch Umlenkrollen auch Richtung Cockpit gelenkt, aber da ich das praktisch nie mache, als Einhandsegel sowieso nicht, habe ich es einfach in der richtigen Stellung festgesetzt. Noch ein nettes Detail: In dem Großbaum ist eine Lampe integriert, die kann man von unten einschalten und man kann sie auch dimmen. Hier auf dem Cabin Roof sind 2 Solarzellen, die haben jeweils 65 Watt Peak, soweit ich mich erinnern kann. Rechts und links daneben sind 2 Fenster, die man öffnen kann. Und diese Solarzellen sind aber auf dem Schatten, deswegen bringen die nicht furchtbar viel. Man darf auch nicht enttäuscht sein, wenn sie weniger bringen, als man denkt. Als nächstes sieht man hier das Bimini und obendrauf sind auf jeder Seite 2 x 110 Watt Peak Solarmodule drauf. Die kann ich auch entfernen, wenn zu viel Wind kommen soll oder so. Weitere Solarzellen sind hier an der Reling befestigt. Die kann man hoch und runter klappen oder in einem beliebigen Winkel einstellen. Das ist toll, ganz stabil, aber auch nicht ganz preiswert.
Hier hinten ist noch ein Hydrogenerator von Watt & Sea. Sehr gutes Gerät. Unten ist eine massive Befestigung. Die ist wichtig, weil da sind enorme Kräfte, die auf diesem Hydrogenerator lasten, wenn er läuft und wenn er im Wasser ist. Ich habe diesen Mechanismus zum Hoch- und Runterholen so gemacht, dass ich eine Leine, das ist die hier, die ist an der blauen da unten dran. Die Leine ist dazu da, den Hydrogenerator runterzuziehen. So. Und die andere Leine ist dazu da, den wieder hochzuziehen. So. Ursprünglich ist an dem Hydrogenerator ein Klemmmechanismus oben eingebaut, wo beide Leinen durchgehen, also eine Curryklemme, was natürlich unsinnig ist. Wenn beide durch eine Curryklemme gehen, das habe ich rausgeschmissen und dann habe ich einen Block reingebaut aus POM, also sowas wie Delrin oder stabiles Material mit 2 Löchern durch. Da laufen einfach diese beiden Leinen bzw. die Verlängerung laufen unten durch bis zum Hydrogenerator und da wird der hoch und runter gemacht. Man kann ihn natürlich bei Fahrt ins Wasser lassen, das hängt davon ab, wie stark die Taille ist. Und auch unter Motorfahrt kann er im Wasser bleiben. Da muss man mit einem Relais einfach nur den Regler abkoppeln. Hier ist der Außenborder dran und woran ich mich jetzt hier festhalte, das ist der Fuß oder der Ständer für den Windgenerator. Das ist ein Superwind, der ist sehr leise. Darunter ist direkt ein Silentblock, damit der Schwingungsarm läuft bzw. Schwingungen nicht übertragen werden. Und er ist hier an 2 Streben befestigt, rechts und links und zusätzlich hinten an direkt am Heckkorb befestigt. Und das hier ist übrigens eine externe Antenne für den Empfang von Mobilfunk. Die geht innen dann an einen Router und über den Router kann dann im Hafen oder in der Nähe von der Küste wunderbar ins Internet gehen. Hier haben wir nochmal Rettungsmittel. Das ist eine Boje mit einer Signalboje dran, die ein Flashlight abgibt, ein sehr starkes. Hier nochmal eine zweite Rettungsboje. Hier haben wir auch die Rettungsinsel. Die wird also ganz leicht gelöst. Da oben ist so ein Hebel und dann fällt die direkt ins Wasser. Da muss man diese schwere Insel nicht irgendwie aus einer Wachskiste holen, hochschleppen und. Das ist Eingriff und die ist weg. Hier sind 2 Wachskisten, eine an Backbord, eine an Steuerbord. Die sind riesig groß. Da kann man unheimlich viel unterbringen. Gasdruckfedern. Funktioniert wunderbar. Und da drin stauen wir Fahrräder, auf jeder Seite ein Fahrrad. Und bis auf die großen Ballonfender, alle Fender, alles passt hier rein. Also die Wachskisten sind wirklich riesig. Hier unten ist da sieht man den Kran vom Außenborder. Und hier hinten sind nochmal Klappen, um ins Heck reinzukommen. Hier hinten sind 2 stabile Sitze, die kann man hoch und runter klappen. Also so sind sie hochgeklappt. Dann habe ich hier noch eine 50 Meter Leine. Wenn man halt an Land mal festmachen will oder auch einen Heckanker dran befestigen will. Ich habe auch einen Heckanker hier hinten in der Wachskiste drin. Da sieht man übrigens die Antenne vom Iridium Go, eine Außenantenne. Hier ist eine Antenne für ein altes GPS. Die ist immer noch dran. Ich habe jetzt auch eine neue. Dann haben wir hier eine Selbststeueranlage von Peter Fördmann, Windpilot. Eine sogenannte Pazifik. Und die geht hier über Leinen. Ich habe jetzt nicht alle Leinen dran, aber. Und gehen dann weiter ins Cockpit. Also neben der Winch nochmal in einen Block. Und dann hier am Ruder auf diesen Aufsatz, den man am Ruder hat. Damit wird praktisch das Schiff gesteuert. Die Anlage von Windpilot hier, die ist jetzt hier dran. Normalerweise ist das Schlauchboot dran und die baue ich ab. Wenn ich also keine langen Strecken mache, wird die wieder abgebaut und vorne unter der Koje verstaut, sodass ich praktisch dann hier hinten mein Schlauchboot wieder ranmachen kann.
Hier am Rad ist auch dann die Fernsteuerung für den, oder die Steuerung überhaupt für den Autopiloten, für den elektrischen Autopiloten. Und gut, hier ist ein Kompass, das Übliche halt. Ja? Jetzt werde ich mal was über das Cockpit sagen. Ich nehme das mal hier weg, den Scooter, was übrigens sehr praktisch ist, ein Scooter. Das Schiff hat ein Center-Cockpit, davon bin ich total überzeugt. Ich kann von hier alles machen. Ich habe praktisch das Cockpit fast nie verlassen. Auf der gesamten Atlantiküberquerung. Und fühlte mich immer sicher hier. Hier gibt es diese bequemen Sitze, wo man die Rückenlehne verstellen kann. Und dahinter ist der Plotter außen, der ist hier eingebaut. Das ist total praktisch, muss ich sagen. Weil der ist hier nicht oben drauf und stört die Sicht, sondern da unten ist er auch sehr geschützt. Das ist von Raymarine ein 12 Zoll Plotter. Hier oben sind die Instrumente für Wind, beiden Windinstrumente. Also die Windanzeige, die Windlupe. Und setze ich mich mal hin. Dann gibt es hier so ein Multi-Instrument in der Mitte. Dann ist hier noch Geschwindigkeit und die Wassertiefe. Also die habe ich immer im Blick vom Steuerstand aus. Im Cockpit gibt es zwei Winschen. Eine manuelle, das ist eine 46er. Das ist genau die gleiche, wie wir sie auch am Mast haben. Also eine Anderson 46er Self-Tailing Winch, 2 Gänge. Und hier ist eine elektrische Winch. Das ist auch eine Anderson 52 Self-Tailing mit 2 Gängen. Und die hat auch 2 Gänge elektrisch. Hier ist Eingang, da ist der zweite. Das heißt, man klappt es hoch und dann kann man hier, im Moment nicht an, dann kann man hier drücken auf schnell oder auf langsam, je nachdem, was man haben will. Und dann dreht er schnell oder langsam das, was man eben hochziehen oder befestigen will. Erstens sind die Vorsegel mit 64 Quadratmeter relativ groß. Also die ist schon relativ schwierig zu handeln, aber das geht. Das Wichtige ist aber, dass ich damit das Großsegel hochziehe. Das Großsegel hat, ich glaube, 48 Quadratmeter. Und diese 48 Quadratmeter aus schwerem Tuch, wieder nicht. Also wenn ich das mit der elektrischen Winch manuell mache, dann bin ich fertig, wenn das Segel oben ist. Dann bin ich wirklich K.O. Aber mit der elektrischen Winch geht das wunderbar. Das Fall kommt praktisch, wird hinten umgelenkt, kommt hier auf die Winch und damit ziehe ich das hoch. Dann wird entsprechend mit der Klemme das Fall belegt. Damit ist die Winch wieder frei für die Schot, die auch hier rauf geht. Und auch da kann ich eine Hebeklemme umlegen. Damit ist die Winch auch wieder frei und ich kann irgendwas anderes ranmachen. Hier draußen im Cockpit ist übrigens noch ein Cockpittisch, den kann man hochklappen, ausklappen, den kann man verlängern. Das ist alles perfekt. Hier außen ist auch die Bedienung von der Maschine. Die haben wir hier. Und dann, wenn das runtergeklappt wird, ist das schön geschützt wieder. Hier außen gibt es dann noch den Hörer für die UKW-Sprechfunkanlage. Damit kann ich hier wunderbar arbeiten. Und ein Lautsprecher natürlich. Und was man hier auch hat, ist, ich kann von hier die Ankerwinch bedienen. Das heißt, ich kann von hier aus den Anker runterlassen, ich kann von hier aus den Anker wieder hochlassen. Ich habe schon Leute gesehen, die als Einhandsegler zwischen vorne der Ankerwinde und hinten dem Motor hin und her gerannt sind. Und haben es bei Starkwind. Einer hat es bei Starkwind nicht geschafft, konnte ich beobachten. War sehr traurig, der ist dann immer näher an die Felsen gerutscht und ist dann irgendwann auch aufgelaufen. Also für mich ist wichtig, von hier hinten bin ich geschützt, ich kann von hier hinten alles machen. Hier ist übrigens auch ein Bugstrahlruder drin, das wird von hier bedient, vom Steuerstand. Dieses Bugstrahlruder hat 10 PS und das hat richtig Kraft. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein für die Roomtour außen und das nächste Video ist dann die Roomtour innen. Ciao!